Hallo Leute, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Es ist unglaublich, welche Kriegshysterie in Deutschland herrscht. Jetzt will man unsere jungen Leute auch zur Bundeswehr einziehen. Zunächst mal freiwillig, ich betone zunächst, denn eine Wehrpflicht steht im Raum und meiner Einschätzung nach wird es auch diese Wehrpflicht geben, weil Bundeskanzler Merz ja eine Gefahr ausgemacht hat, und zwar Russland. Das heißt, perspektivisch müssten eventuell deutsche junge Männer in der Ukraine an der Grenze eventuell gegen Russen kämpfen. Das ist die Konsequenz dieser Militarisierung und dieses kriegstreiberischen Ukraine-Fetischismus. Jetzt lese ich gerade in den ukrainischen Medien etwas, was in Deutschland natürlich überhaupt nicht vorkommt. 15.000 junge Männer haben die Ukraine innerhalb von 18 Stunden verlassen. Warum haben sie das getan? Sie wollen nicht für ihr Land kämpfen und deshalb verlassen sie ihr eigenes Land. Sie reisen zunächst nach Polen, wie ich lese. Es gibt sehr viele Videos über die jungen Menschen, die dann auch darüber sprechen, warum sie nicht kämpfen wollen und warum sie die Ukraine verlassen. Also sie gehen zunächst nach Polen, aber mit dem Ziel, nach Deutschland weiterzureisen. Also sie werden dann in unsere Sozialsysteme ankommen und werden hier auch wiederum versorgt werden. Also ich sage es mal im Michael Grant Klartext. Die jungen Ukrainer, die zu 15.000, die innerhalb von 18 Stunden ihr Land verlassen haben, und es werden immer mehr werden, und es sind schon sehr viele, Hunderttausende schon, sind zu feige, für ihr eigenes Land zu kämpfen. Und unser Bundeskanzler will die Bundeswehr aufrüsten, will unsere jungen Männer eventuell in der Ukraine stationieren, mit dem Risiko, gegen die Russen zu kämpfen. Also die Ukrainer fliehen, um nicht kämpfen zu müssen, und die Deutschen sollen eingezogen werden, um zu kämpfen. Finde den Fehler. Übrigens, abonniert meinen kostenlosen Newsletter auf meiner Seite www.michaelgrant.de.